Okay, also ich hatte damals einen Job und habe entschieden, diesen zu verlassen, um mich selbstständig zu machen. Das ist Lidwin. Lidwin ist in Benin geboren und hat sich in Deutschland selbstständig gemacht. Sich als Migrant in Deutschland selbstständig zu machen, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist eine Bereicherung, dass man diesen Weg gehen darf im Ausland. Und danach fühlt man sich einfach auch persönlich gestärkter, dass man das auch geschafft hat. Wie macht man sich in Deutschland selbstständig? Und wie kriegst du Geld von Deutschland für deine Geschäftsidee? Das alles erklären wir dir jetzt. Und am Ende hat Lidwin noch einen ganz einfachen Tipp für dich. Los geht's! Hürden für Migranten. Erstens, der Aufenthaltsstatus. Willst du dich in Deutschland selbstständig machen, dann musst du erstmal deinen Aufenthaltsstatus klären. Wenn du aus einem EU- oder EWR-Land oder der Schweiz kommst, dann brauchst du keine Aufenthaltserlaubnis. Wenn du aus einem anderen Land, also aus einem Drittstaat kommst, dann brauchst du eine Aufenthaltserlaubnis. Dazu musst du einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zum Zweck der selbstständigen Gewerbeausübung beim Ausländeramt stellen. Wie du diesen Aufenthaltstitel bekommst, siehst du auf dieser Seite. Alle Links und noch viel mehr stehen hier unten in der Beschreibung. Wenn du eine Niederlassungserlaubnis hast, kannst du dich jederzeit selbstständig machen. Wenn du Asylbewerber bist, dann hängt deine Selbstständigkeit von deinem Asylstatus ab. Wurde dein Asylantrag positiv entschieden, dann darfst du dich wahrscheinlich selbstständig machen. Hast du eine Aufenthaltsgestattung, dann darfst du dich nicht selbstständig machen. Hast du eine Duldung, dann darfst du dich auch nicht selbstständig machen. Zweitens, die Bürokratie. Außerdem ist das deutsche Verwaltungssystem sehr kompliziert. Je nach Branche musst du dein Business bei unterschiedlichen Behörden anmelden. Zum Beispiel beim Finanzamt oder beim Handelsregister. Dazu gibt es von der Gründerplattform den Behördenwegweiser. Drittens, die Qualifikationen. Für manche selbstständige Tätigkeiten musst du deine Zeugnisse aus dem Ausland anerkennen lassen. Wie findest du das heraus und wie geht das? Das alles erkläre ich in diesem Video. Gründung. Wenn du dich selbstständig machen willst, geht das nebenberuflich oder hauptberuflich. Also entweder arbeitest du währenddessen bei deinem Arbeitgeber oder du kündigst deinen Job und startest aus der Arbeitslosigkeit, so wie Lidwin. Das heißt, ich habe den Job gekündigt und habe mich arbeitslos gemeldet und habe aus der Arbeitslosigkeit dann die Gründung gestartet. Dafür habe ich meinen Businessplan erstellt, habe dann auch einen Gründungszuschuss beantragt. Stopp! Was ist der Gründungszuschuss? Der Gründungszuschuss ist Geld, das du von der Arbeitsagentur bekommst. Du kriegst 6 Monate lang so viel wie dein Arbeitslosengeld plus 300 Euro pro Monat. Dazu musst du unter anderem einen Businessplan schreiben und zum Beispiel von der IHK bewerten lassen. Wichtig! Du musst den Gründungszuschuss vor deiner Gründung beantragen. Nicht jeder kriegt den Gründungszuschuss. Auf der Seite der Gründerplattform findest du noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten. Beratung finden. Wer auch helfen kann, die Agentur für Arbeit. Es gibt natürlich ein Behördentrauma bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Mir geht es genauso, weil am Anfang hängt dein Aufenthaltsstatus davon ab. Du weißt nie, ob du die Sachen bekommst. Allerdings finde ich, dass es wichtig ist, mit der Zeit sich von dieser Angst und diesem Trauma zu trennen, weil es gibt so viele Informationsstellen und die Leute wollen dann auch einem die richtigen Informationen und die guten geben. Immer gucken, wo kann ich mich zu dem bestimmten Thema beraten lassen. Gute und kostenlose Beratungsstellen sind zum Beispiel die IHK, die Arbeitsagentur oder die Gründerplattform.
Und dann war für mich das Allerwichtigste einfach Netzwerken mit gleichgesinnten Gründerinnen und Gründern. Dazu gibt es in ganz Deutschland sogenannte Entrepreneurgruppen. Diese findest du auf Facebook, LinkedIn, Instagram und so weiter. Wichtig, Planung ist alles. Plane genug Zeit für deine Gründung ein. Kenne deine Zielgruppe und recherchiere sorgfältig, denn Es gab viele Nächte, wo ich viel geweint habe, wo ich mir gedacht habe, also ich bin total verzweifelt. Es läuft nicht, wie ich es mir vorstelle, wie soll das gehen? Aber bereuen war nie Teil davon, weil ich wirklich als Selbstständige am meisten gewachsen bin. also, wenn dich die Idee einfach nicht mehr loslässt, dann hat Litwin einen Tipp für dich. Ich denke, dass es wichtig ist, einfach zu starten. Es ist wichtig, weil bereit wird man nie. Das denke ich auch. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.